Große Präsentation der neuen Modelle von Ahorn Camp. Wir sind in San Gimignano in der wunderschönen Toskana. Die Sonne brennt, wir fühlen uns aber sehr, sehr wohl hier und wir möchten heute einen kleinen Rundgang machen über das Veranstaltungsgelände. Wie ihr seht, herzlich willkommen, die große Präsentation. Es gibt ein paar neue Modelle, die hier exklusiv vorgestellt werden. Die Presse ist vertreten, es sind Händler vertreten, Content Creator heute auch oder die Tage auch, die das Ganze über Social Media begleiten. Und wir zeigen euch jetzt mal exklusiv den Einblick hier in das Gelände, weil ja, nicht jeder darf hier hin. Es sind wirklich ganz, ganz exklusive Einladungen, die man hier bekommt. Entweder als Pressevertreter, wir als German Television dürfen natürlich dabei sein. Und ja, es ist ein wunderschöner Ort, an dem wir hier sind. Und ich führe euch jetzt mal kurz zu den Elementen, die es geben wird. Es gibt heute noch einen Galaabend. Die Präsentation findet gerade statt. Die Einzelgespräche sind für Händler gedacht. Einen Pool gibt es auch, die Reisemobile und die Vinothek. Wir gehen jetzt zum Haupteingang, wo die Präsentation gerade stattfindet. Und da seht ihr auch ganz schön platziert Ahorn Camp in großen Buchstaben, damit man bei der Ankunft direkt weiß, was Sache ist. Das ist auch der Hotspot für die Influencer, an dem Fotos gemacht werden. Also es ist alles wirklich perfekt umgesetzt. Und die Location hier heißt Liarno. Das ist ja eine Veranstaltungsstätte, die wirklich mit ganz, ganz viel Liebe ausgestattet wurde. Und jetzt zeigen wir euch die neuen Fahrzeuge. Erstmal von außen, wir drehen zu jedem Video auch zu jedem Fahrzeug noch ein extra Video. Diesen haben wir gestern schon abgefilmt, der Canada AD. Vielleicht kann ich hier speziell auch auf ein paar Neuerungen eingehen. Ansonsten werden wir später mit einem Händler oder Vertreter von Ahorn das Ganze zusammen abfilmen. Neuerung von außen wäre zum Beispiel die 3D-Optik. Wir haben innen auch ein paar Neuerungen, was das Styling angeht, also neue Stoffe verarbeitet. Und ja, es gibt auch ein paar neue Grundrisse. Aber die ganzen Details werdet ihr dann später oder könnt ihr euch in den anderen Videos anschauen. Es ist auch bei dem Wetter in den Fahrzeugen wirklich sehr, sehr warm. Das heißt, ihr geht da rein und direkt Sauna-Feeling. Aber es ist eine tolle Gelegenheit, die Fahrzeuge kennenzulernen. Dann haben wir hier den Canada TE Plus. Ich werde jetzt keine großen Details zu den Fahrzeugen sagen, weil wie gesagt, wir drehen die auch noch mal mit einem Experten zusammen. Aber ihr seht auch hier das neue Design von der Beklebung her. Wir machen mal einen Schwenk. Ich glaube, da ist gerade ein Pressevertreter drin. Genau, der Canada TE Plus. Wir haben gerade etwas Zeit, um die Fahrzeuge kennenzulernen. Hier wird gewerkelt, aber wir gehen weiter. Dann haben wir hier, ich muss mal gucken, welches Modell das ist. Ahorn 640. Der Kameramann weiß, wo man es findet. Komm, dann gehen wir gerade rüber zu dem hier. Hier haben wir den Ahorn 690 Plus. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob teilintegriert, voll integriert. Nee, es ist ein Alkoven. Wir haben auch in der Präsentation, die vorhin gehalten wurde, beziehungsweise jetzt noch gehalten wird, dass Ahorn Camp speziell beliebt ist wegen den Alkoven. Und wir haben uns auch schon ein paar angeschaut. Und es ist wirklich so, in so einem Alkoven hat man massig Platz, dadurch, dass man eben diese zusätzliche Fläche als Schlaffläche hat. Aber wir haben auch Kastenwagen, also Vans. Ich persönlich bin Fan vom Van. Ich brauche keine Wohnung auf Rädern, sondern Camping bedeutet ja auch immer ein bisschen draußen sein und die Umgebung genießen. Und natürlich ist es schön, viel dabei zu haben, aber letztendlich hat man in einem Camp alles, was man braucht. Also wir haben eine Kochstelle, wir haben ein Bad, ich sehe auch, wir haben hier eine Dusche, Bett und ja, alles, was man zum Campen braucht. Und zum Rumfahren und zum die Welt entdecken, finde ich schon sehr schön. Wir haben ja auch vorhin gehört in der Präsentation, dass Ahorn auch verstärkt das Thema Van noch ausbauen will. Genau. Das Thema Van wird ausgebaut, weil, so hat der Alexander Reichmann das erklärt, die Chassis, da gibt es aktuell nicht so tolle Lieferzeiten und Vans werden ja
werden ja gebaut und umgebaut. Und die Chassis sind spezielle Anfertigungen. Und da ist man natürlich auf den Hersteller angewiesen, der eben die Chassis liefern muss. Ja, ihr seht, hier ist auch noch ein Van, der Van 620. Aber wie schon gesagt, wir zeigen euch später oder in anderen Videos, könnt ihr reinschauen, wie wir das dann mit einem Vertreter von Ahorn alles vorstellen. Damit ihr hier auch einen schönen Einblick habt über das Gelände, gehen wir rum. Also typisch Toskana, wir haben die klassischen Gebäude. Ich glaube, wenn man das Schlagwort Toskana hört, dann denkt man genau an, ja, an so eine Location, oder Flo? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sollen wir mal schauen, ob der Revotion Van auch noch da ist? Ja, wir gehen mal rüber zum Revotion Van. Hier geht es nicht lang, wir müssen noch mal rum, aber hier ist die Vinothek. Hier wird später auch noch getrunken und ein bisschen gefeiert. Also es ist schon sehr cool, was hier Ahorn Camp für Händler und Pressevertreter organisiert hat. Auch allein, wir gehen mal darum, auch allein die Organisation zwischen Shuttle und ja, dem ganzen Programm. Da großes Lob an Ahorn Camp und an die Marketingleute, die das wirklich ganz, ganz stark umgesetzt haben. Jeder hat auch ein Schildchen bekommen, sodass jeder auch weiß, wer hier vor Ort ist. Ja, wunderschön hier in der Toskana. Und jetzt versuchen wir mal, den Revotion Van zu finden. Da gibt es auch schon ein Video zu. Und zwar ist das ein smartes System, um den Van oder das Wohnmobil zu digitalisieren. Also es ist eine App, die anzeigt zum Beispiel Füllstände und so. Und jedes Wohnmobil kann dann nachgerüstet werden. Sprich, man sieht die Wasserfüllstände, man sieht den Strom oder den Ladezustand und viele, viele weitere Details. Aber schaut euch das Video an, wenn ihr daran interessiert seid. Das war der Jasper, der uns das gestern vorgestellt hat. Und hier ist der Revotion Van. Ich weiß nicht, ob er offen ist, aber ja, er ist offen. www.revotion.de. Ziel der Gründer ist es, dass dieses System auch standardmäßig in vielen Wohnmobilen oder ja, Fahrzeugen verbaut werden kann. Ist so ähnlich wie, gibt es ja heutzutage Apps, die in Autos, die man mit Autos verknüpfen kann. Heißt, ich kann aus der Ferne, kann ich mein Auto finden, kann es hupen lassen, kann die Standheizung schon mal anmachen. Aber ich sehe, das Display ist aus. Ah ne, genau. Hier können wir euch das gerade auch noch mal kurz zeigen. Ihr seht hier Batterieladezustand. Da kann man auch noch mal weitere Details erfahren, wenn man hier drauf tippt. Also wirklich ein sehr, sehr intuitives Bedienfeld. Die Temperaturen kann man überwachen. Dann ja, natürlich auch die Position, die ganz genaue Position. Und so Sachen wie die Lichter auf einmal ausschalten. Und ihr seht, es wird gerade dunkel. Also auf einen Tipper ist überall das Licht aus. Und natürlich eine schöne Spielerei. Ich kann die LED-Farbstreifen anpassen. Ist eine coole Sache. Aber die App funktioniert jetzt nicht nur mit einem Tablet, sondern auf jedem mobilen Gerät. Ist vom Interface her auch sehr intuitiv, so wie man das von Apple und Android kennt. Also wer sich dafür interessiert und sich das Ganze auch mal anschauen möchte, www.revotion.de. Komm, wir zeigen mal noch die Weinberge. Ja, die Weinberge vom Panizzi-Wein. Es gibt einen Weißwein, einen Rotwein. Soweit ich weiß, die hatten wir jetzt bei den Abendessen, durften wir die verkosten. Ja, wow. Ich hoffe, man hört auch ein bisschen die Grillen, die hier zirpen. Also Toskana-Feeling pur. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Gegend. Morgen reisen wir ab. Aber wir genießen die Zeit noch etwas. Jetzt sollen wir gehen mal noch in die andere Richtung. Es soll nämlich auch noch einen Pool hier geben und einen Ich glaube, der Tennisplatz. Pool ist hier vorne links, aber da liegen Leute, die wollen man nicht unbedingt. Die wollen wir nicht filmen, okay. Aber eine wirklich schöne Location. Und ich sehe, hier wird, glaube ich, auch das Gala-Dinner stattfinden. Da sind schon Lichterketten aufgehangen. Ich glaube, es wird eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Ja, jetzt sind wir wieder
im Eingangsbereich. Da sieht's. Die Influencer-Vans unten zeigen? Wir zeigen noch die Influencer-Vans. Genau, ihr seht hier Speyer 930 Kilometer entfernt und wir sind im Ort San Gimignano. Hier sind wir nochmal bei dem Ahorncamp Logo schön aufgestellt. Ich checke mal gerade, ob das vielleicht auch leuchtet oder ob das nur Styropor ist. Ne, ist Styropor. Cool, aber sehr, sehr cool gemacht. Und ihr seht hier überall typisches Toskana-Feeling, Lavendel, Rosmarin. Sehr, sehr schön. Und hier sind wir am Influencer-Standort. Ahorncamp kooperiert jetzt auch mit Influencern bzw. Content-Creatern. Ihr seht hier, macht Platz für Hanna, Tim, Wilma und Ant. Ja, ein cooler alter Van, Mercedes. Wir linsen nicht ungefragt rein. Ja, hier noch weitere Stellplätze. Da drüben kommt die Franziska. Hallo, wir haben nur leider kein Mikro, deswegen hört man mich, sonst könnten wir einfach so übergehen. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Ja. Und dann verkabeln wir dich und machen dann einfach mit dem Video weiter. Super. Und dann kannst du uns noch ein bisschen was über die Veranstaltung Ja, erzählen. sehr gerne. So, Franziska ist jetzt verkabelt. Stell dich in dem Video auch noch mal kurz vor, was genau machst du bei Ahorncamp? Ja, ich bin Franziska, leite die Marketingabteilung und bin Teil der Geschäftsleitung und auch maßgeblich für dieses Event verantwortlich. Ja, das Event läuft super. Was habt ihr euch bei dem Event gedacht? Was wolltet ihr erreichen? Also wie kamt ihr drauf, hier in der Toskana zu sein? Ja, Also ja, ein paar Ideen. Erzähle ich dir gerne mal. Also wir haben ja unseren Hauptsitz in Speyer am Rhein. In unserer Philosophie war aber schon immer verankert, dass wir das Ganze mit italienischem Design verbinden, denn unsere Fahrzeuge werden hier in Italien produziert. 15 bis 20 Minuten hier von dieser Event-Location tatsächlich weg. Und da werden vor allem die Wohnmobile produziert. Die Campervans lassen wir in Frankreich produzieren. Und somit lag es nahe, dann tatsächlich auch hier in die Toskana zu kommen mit all unseren Händlern, mit der Presse, mit Influencern, mit Content-Creatern, um tatsächlich dieses italienische Flair und dieses Design, was sich in den Fahrzeugen widerspiegelt, auch hier vor Ort zu erleben. Und wir haben wirklich eine bunte Gruppe zusammengebracht. Also ich habe es dir eben schon erzählt, es sind einige Pressevertreter dabei, die schon sehr lange in der Branche sind, aber auch viele Influencer, die ganz neu das Vanlife auch für sich entdecken. Und hier haben wir nämlich unsere Camper-Oase erstellt und haben tatsächlich auch einen Van dabei, der ausgebaut wurde, also kein Ahorncamp. Aber das ist auch immer ganz interessant, da auch mal die Verknüpfung zu sehen. Das sind Hanna, Lisa und Tim mit Wilma und Anton. Wir haben hier einmal unseren Van von Anni on Tour. Und das ist der Van 550, ein Querbeitfahrzeug auf 5,50 Meter. Und die Anni ist auch aus Speyer losgedüst und dann hier in der Toskana gestern angekommen. Im Kanada AD haben wir die Nadine Wimmer. Die ist mit ihrer Oma unterwegs, was auch mal zeigt, dass so ein Campingtrip auch eine tolle Möglichkeit ist, um mit mehreren Generationen auch mal Urlaub zu machen. Und sie hat auch 2 Hunde dabei. Die sehen wir vielleicht später noch. Ja, weiter geht's. Weltenbummler Lukas und Ronja. Genau, hier Da, haben wir wir die Weltenbummler. Lukas Pousset und Ronja, die mit dem Van 620 unterwegs sind und Van 550 tatsächlich. Danke für die Regie. Ja, also ihr habt alles möglich gemacht hier. Wie ist so dein Fazit bisher? Wir waren ja jetzt gestern ab mittags ging es ungefähr los. Ja. Jetzt haben wir, ja, ich glaube 13 Uhr ungefähr. Ist bisher alles gut gelaufen oder hättest du dir noch irgendwie mehr gewünscht? Nee, also ich bin super happy, wie wir hier alles aufgestellt haben, wie unsere neuen Produkte natürlich auch designt wurden. Wir haben die ja selbst jetzt auch erst vor kurzem hier gesehen. Und wir hatten gestern auch noch ein Outdoor-Kino. Vielleicht können wir hier auch einmal kurz nochmal die Ecke zeigen. Also wir waren nicht mehr da, wir waren dann schon Richtung Hotel. Aber natürlich bei solchen Temperaturen, auch wenn die Sonne schon untergeht, ist es immer das Allerschönste, da noch draußen zu sitzen und so die etwas kühlere Luft zu gehen. Wow! Ja. Also hier jetzt um 13 Uhr mittags vielleicht nicht ganz die entspannteste Atmosphäre, aber gestern Abend hatten wir hier eine riesen Kinoleinwand aufgebaut, auch mit Popcorn und haben den Film Toskana gesehen aus den Vans. Und man sieht, unser Ahörnchen ist auch dabei, das ist unser Maskottchen.
Das Ahörnchen, ja, das Genau. habe ich auch ganz neu kennengelernt. Und das geht auch auf Reisen, richtig? Das geht auf Reisen. Das heißt, jeder, der tatsächlich auch ein Ahörnchen zu Hause hat, da rufen wir auch immer dazu auf, uns mal Bilder zu schicken, mal zu zeigen, wo das Ahörnchen so unterwegs ist. Jetzt ist es eben gerade hier in San Gimignano und freut sich auch schon auf Wein und Snacks und was es hier so alles findet. Und genau, natürlich eben auch ganz neu entwickelt mit den Kundenideen zusammen, mit der Community, mit unseren Mitarbeitern zusammen. Und es ist dann eben so ein Projekt, was dann auch bei uns im Marketing entsteht. Ja, so ein Maskottchen ist immer gut. Ja. Das heißt, auf welchen sozialen Medien seid ihr vertreten? Instagram, Facebook, YouTube auch? Habt ihr Genau, eigene YouTube, Channels? YouTube haben wir auch einen eigenen Channel. Da gibt es auch immer wieder Neuigkeiten zu sehen. Wir machen auch noch mal Klärvideos, zeigen, wie die Fahrzeuge funktionieren, auch gerade für die Vermietung, dass man da auch vor der Abholung schon mal einen kompletten Überblick hat, was kommt da auf mich zu, wie funktioniert das Fahrzeug, was muss ich eigentlich einpacken. Da versuchen wir tatsächlich die Interessenten sehr gut abzuholen und wie du schon gesagt hast, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, natürlich auch wichtig. Wir sind immer auf der Suche nach Unterstützung, wir wachsen und haben auch aktuell 20 freie Stellen. Das heißt, da kann man sich auch gerne immer auf LinkedIn informieren. Und ja, weitere soziale Kanäle sind in Planung, also Okay. ihr könnt gespannt bleiben. Also TikTok steht noch aus. TikTok steht aus, ja. Und nochmal zu den Stellen, was genau sucht ihr? Dann können wir nämlich jetzt auch gerade einen kurzen Aufruf starten. Sehr gerne. Ja, also wir suchen immer Unterstützung im Werkstattbereich. Wir haben ja einiges an Zubehör. Wir haben mittlerweile über 9000 Ahorn-Fahrzeuge, die unterwegs sind. Und die ganzen dann tatsächlich auch auszustatten in der Werkstatt. Da braucht man natürlich auch ein starkes Team dahinter. Und da suchen wir immer neues Personal und Fachkräfte, die uns da unterstützen. Aber auch viel im Bürobereich. Also Marketing, Vertrieb, ja, Assistenz, Service, After Sales, ein ganz wichtiger Bereich für uns, da wir den die letzten Jahre sehr ausgebaut haben und mittlerweile ein Team von über 25 Personen haben. Und das sind so die Hauptbereiche, wo man sich auch gerne bewerben kann. Also einfach mal auf die Webseite Ja. schauen. Lass uns noch mal rübergehen. Was mir zu Ohren gekommen ist, es gibt sogar ein eigenes Weingut hier. Ist das so ja, richtig? das ist auch hier direkt in der Umgebung. Also direkt hinten dran sieht man auch schon die Weinreben. Ja, das Und- haben wir schon, als wir solo den Durchgang gemacht haben, haben wir die schon abgefilmt. Und da gibt es den Panizzi-Wein. Panizzi-Wein gibt es auch als Ahorn Edition. Aha. Das heißt, wenn man Kunde von Ahorn ist, hat man dann auch das Glück, da in den Genuss zu kommen und den Wein dann tatsächlich auch direkt bei uns zu probieren und auf unseren Events. Wir sind jetzt beim Lunch angekommen. Ihr habt bestens für eure Gäste gesorgt und es ist eine so schöne Location, also einfach traumhaft. Es gibt viele Leckereien, ich habe noch gar nicht gesehen, aber wir durften gestern schon kosten und sehr, sehr lecker hier alles. Und dann wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Spaß und deinem Team und den Gästen und Ja. bedanke mich ganz herzlich und noch viel Erfolg. Sehr gerne. Danke euch.